Jeder Indoor-Grower kennt das Problem: Kabelsalat in der Growbox. Heute zeige ich euch meine Lösung für die perfekte Kabelorganisation. Einfach, effizient und kostenlos zum Download zum Selbstdrucken. Los geht's! Mit jedem neuen Gerät und Sensor kommen neue Kabel dazu, die irgendwie im Growzelt herumbaumeln. Noch dazu hängen die Schnüre der Easy Rolls auch immer im Weg herum. Mit etwas Pech wickeln sie sich noch in den Umluftventilator. Deswegen habe ich ein paar Teile konstruiert, um etwas Ordnung in die Growbox zu bringen. Für Kabel gibt es 3 Teile. Die kleinen sind dafür gedacht, dünne Kabel mit Kabelbinder zu befestigen. Die größeren Teile sind zum einfachen Einhängen von Kabeln. Es können ebenfalls Kabelbinder verwendet werden. Die größeren Teile gibt es in 2 Ausführungen. Einmal für senkrechte Stangen und einmal für waagrechte. Dabei ist nur die Öffnung des Clips etwas gedreht. Für die Schnüre der Easy Rolls gibt es dieses Teil, welches einfach oben an die waagerechte Stange geklippt wird. Wenn man hier mit dem Aufwickeln am Schnurende beginnt, kann einfach nach Bedarf die Schnur weiter auf- oder abgewickelt werden, je nachdem wie die Lampe positioniert wird. Ebenfalls sehr praktisch finde ich solche Glättstreifen zum Bündeln von Kabeln. Mittlerweile hat fast jedes meiner Geräte so ein Glättband, womit direkt nach der Benutzung das Kabel wieder gebündelt werden kann. 100 Stück davon gibt es für wenige Euro auf Amazon, den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Zusätzlich gibt es noch Halter zum Aufhängen von Dingen an der Decke. Ich habe meine Sunlight Evo 380 seit einiger Zeit an 2 dieser Halter hängen, was einwandfrei funktioniert. Um die Belastbarkeit zu testen, habe ich eine Waage verwendet und den Halter auf ein 16 mm Kunststoffrohr gesteckt. Der Halter ist bei 24 Kilogramm abgesprungen. Auf einem Metallrohr schätze ich die Belastbarkeit noch geringfügig höher ein, da es sich nicht so leicht verformt. Das Testteil wurde lediglich mit 20% Füllung gedruckt, hier könnte man die Belastbarkeit auch noch steigern. Bis jetzt gibt es die Teile nur für 16 mm Stangen, für die anderen gängigen Durchmesser werde ich sie aber noch anpassen. Die Teile gibt es fertig gedruckt in meinem Shop zu kaufen. Mit einem Kauf unterstützt ihr mich dabei, weitere Videos zu produzieren und neue Lösungen zu entwickeln. Für diejenigen, die einen 3D-Drucker besitzen, gibt es die Dateien zum kostenlosen Download auf Thingiverse. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Kurz zum Druckprofil. Mittlerweile wurde mir auf Thingiverse mitgeteilt, dass die Toleranzen der Druckteile nicht bei allen passen. Ich drucke alle Teile mit einer 0,6 mm Düse und 0,4 mm Schichthöhe, was die Abweichungen möglicherweise erklärt. Zukünftig ist noch die Anschaffung eines modernen, schnelleren Druckers geplant. Sobald ich diesen habe, werde ich die Toleranzen auch für die üblichen 0,4 mm Düsen anpassen. Falls euch solche praktischen Lösungen gefallen, lasst ein Abo da. Ich entwickle regelmäßig neue Do-it-yourself-Lösungen speziell für Grower. Schreibt mir in die Kommentare, welche Probleme ihr noch lösen wollt. Vielleicht gibt es bald die nächste Lösung dafür. Bis zum nächsten Mal.